Ich bin Andrea Taub. Seit fast 20 Jahren unterrichte ich Acrylmalerei. Hier zeige ich dir meine besten Techniken und Effekte für Anfänger und Fortgeschrittene. Also, lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Das Material, was wir für unser abstraktes Bild benötigen, wäre dieses hier. Und zwar haben wir hier 4 normale Haushaltsschwämme. Dann haben wir hier 3 mittelgroße Baumarktpinsel. Dann haben wir hier Butterbrotpapier. Damit machen wir hinterher einen tollen Effekt oder mehrere tolle Effekte ins Bild. Werdet ihr auch mal in anderen Videos von mir sehen. Butterbrotpapier kann man super cool für Effekte einsetzen. Ach, für 1000 Sachen. Also es lohnt sich einfach mal so eine Rolle zu kaufen. Die kostet ja auch wirklich nicht die Welt. Alles Material, was ihr hier seht, habe ich auch in der Liste zusammengefasst und das könnt ihr auch in meinem Online-Shop bestellen, wenn ihr das möchtet. Dann habe ich hier so einen Holzspieß, also ganz normaler Holzstab mit einer sehr dünnen Spitze. Ja, die sehr dünne Spitze ist vielleicht noch wichtig für diese zarten, schönen, zierlichen Effekte, damit es nicht so plump wird später. Dann haben wir hier die verschiedenen Farben, ein schönes Orange, ein Dunkelocker nennt sich das, ein Umbra Natur. Wie gesagt, alles steht in der Liste, genau mit Farbnummer, von welcher Firma die auch sind. Das ist ein warmes Grau, dann haben wir ein Rostrot, dann haben wir ein schönes Kirschrot, dann ganz normales Eisenoxid schwarz und Titanweiß. Und natürlich das Wichtigste, die Leinwand. Ab 40 x 40 macht es Sinn. Also eine kleinere Leinwand ist ein bisschen wenig Platz für die Effekte zu machen. Deswegen 40 x 40, 50 x 50, 60 x 60 und nach oben hin keine Grenze. Es funktioniert natürlich auch eine rechteckige Leinwand, die muss nicht quadratisch sein. Also wenn ihr jetzt noch eine habt, die vielleicht 50 x 60 ist oder 40 x 50, das geht natürlich auch. Da muss man das, was hinterher drauf kommt, ein bisschen umswitchen, aber das wäre überhaupt gar kein Problem. Ich nehme immer als Palette eine Klarsichthülle mit einem weißen Blatt Papier drin. Da kann man dann die Farben drauf machen und sich von da aus bedienen, um das Bild zu malen. Ja, das war's an Material und dann würde ich sagen, Ärmel hochkrempeln und auf geht's ins abstrakte Abenteuer. Wir starten mit nur 3 Farben, und zwar weiß, ein kühles Braun und ein Schwarz. Mit den Tönen möchte ich gerne den Untergrund für unser abstraktes Bild schaffen. Und zwar wird der Untergrund ja ein bisschen ruhiger und die Wow-Effekte, also das, was das Bild hinterher ausmacht, Farbflächen, Techniken, die dann noch dazukommen, die werden dann darauf aufgebaut. Das ist immer eine kleine Herausforderung für viele Anfänger, eine schöne, glatte Fläche zu malen auf eine Leinwand. Da hat es oft damit zu tun, dass man zu viel Farbe nimmt, dass man vielleicht, manche machen auch die Leinwand erstmal nass. Das macht das noch schwieriger. Wir starten einfach mal mit der weißen Farbe. In dem Fall fange ich mal von links nach rechts an. Habe so eine Schicht weiß, die ist nicht ganz dünn, aber auch nicht ganz dick. Ich weiß nicht, das müsstet ihr hier ganz gut jetzt sehen können. Schaut mal hier. Und zu der weißen Farbe, die ja jetzt noch nass ist, nehme ich mir einen zweiten Pinsel erstmal und würde dann dieses kalte Braun mal so mit da reinwischen. Ganz vorsichtig, mit wenig Farbe. Erstmal lieber hinterher was dazu nehmen, als so direkt so zu viel zu haben, das wieder von der Leinwand runter zu bekommen, wird dann was schwieriger. Also kleine Schritte immer gehen, ganz entspannt und einfach das Braun damit reinpinseln. So, das Ergebnis wäre das. Das ist ja auch nicht so schön weich und so schön wolkig und fluffig oder was man auch immer dazu sagen kann. Dafür nehme ich mir dann diesen Spülschwamm und gehe hin und tupfe
Nicht so leicht nur, sondern richtig tupf so in diese nasse Farbe. Und ihr seht, dann wird es direkt wolkiger und weicher, das Ganze, weil man nämlich mit dem Schwamm die Pinselstriche wegnimmt und dadurch wird das halt so schön weich und wolkig. Ich mache mal weiter hier und lege noch ein bisschen braun. Also wir können dann jetzt die Farbe steuern, wie man das möchte. Ich lege jetzt ein bisschen Weiß wieder drauf. So, dann haben wir das gleiche wieder. Wir haben die Farbe aufgetragen, aber zu einer weichen Fläche fehlt halt noch dann dieses Tupfen mit dem Schwamm. Das kann man super machen. Schaut mal. Nicht zu leicht, also wirklich ein bisschen mit Schmackes drücken. Nicht wischen, sondern einfach nur drücken. Dadurch kriegt man sogar noch Effekte mit rein. Also so optische, ne? So ein paar Farbspiele und so weiter. Und so soll es ja auch sein, dass es nicht so eine künstliche glatte Fläche wird, sondern ruhig, aber dennoch mit ein bisschen Bewegung. Das heißt, man wandert schon mit der Farbe, sagt man, hier mache ich ein bisschen mehr Grau, dann kommt ein bisschen mehr Beige ins Spiel. Und ich würde jetzt hier unten die Ecke tatsächlich, nehme ich noch einen dritten Pinsel dazu, weil jetzt würde ich ein bisschen schwarz nehmen. Ich möchte unten die Ecke nämlich was grauer haben. Schaut mal, und ich gehe einfach mit ein bisschen mehr Farbe hier dran. Ich nehme immer den Pinsel und lege den so quasi auf die Seite. Also ich pinsel nicht so von oben, sondern nutze im Grunde genommen hier so diese halbe Fläche so als flachen Pinsel, weil dann kann man so schön die Farbe in die Leinwand einmassieren. Seht ihr, jetzt haben wir wieder die Pinselstriche. Diese Form ist natürlich auch nicht schön, dass man das so nachvollziehen kann, wie die Farbe aufgetragen ist. Und jetzt gehe ich wieder hin und nehme meinen Schwamm und tupfe das Ganze halt wieder weich. Schaut mal. Ja, den Schwamm drehen und so über die Leinwand wandern und schon haben wir eine schöne weiche Fläche. Hier ist jetzt noch so ein Fleck, den möchte ich auch noch wegmachen. Da gehe ich einfach noch mal mit Farbe ein bisschen drüber, die ich noch auf dem Pinsel habe. Und mache es was heller und tupfe wieder mit dem Schwamm drüber. So. Das ist eine ganz gute Technik für einen Anfänger, diese Fläche so schön weich hinzubekommen. Wenn man geübter ist, kann man das Ganze nur mit dem Pinsel machen, weil man dann so ein bisschen das Gefühl entwickelt, wie viel Farbe auf dem Pinsel sein kann, damit ein bestimmtes Ergebnis kommt. Aber wie gesagt, mit dem Schwamm, das ist so eine ganz, ganz gute Hilfe am Anfang, weil die meisten nehmen einfach zu viel Farbe. Dann sieht man die Pinselstriche, die bekommt man nicht wieder weg und dann vermischt sich alles und wird ein Farbton und ohne Spiel und ohne Farbspiel auf der Fläche. Deswegen macht das Sinn, mit wenig Farbe Stück für Stück sich so eine Fläche aufzubauen. So, jetzt nehme ich wieder mein Weiß, lege wieder Weiß. Jetzt nehme ich ein bisschen dieses kühle Braun, nehme ich jetzt ein bisschen dazu. Nehme wieder meinen Schwamm. Das ist auch übrigens, braucht man den dann nicht zwischendurch auswaschen oder sowas. Einfach so weiter benutzen. Der Schwamm darf auch nicht nass sein, ne? Nicht vorher nass machen oder sowas. Der bleibt die ganze Zeit trocken. Und ihr tupft wieder schön hier die Pinselstriche weg. So lange tupfen, bis die nicht mehr so deutlich zu sehen sind.
jetzt nehmen wir wieder weiß. Ich nehme mal den weißen, ganz sauberen Pinsel und lege mal hier schöne... Nein, weiß braucht man wirklich sehr viel und das ruhig eine große, falls ihr euch Material kauft, wenn man eine große Tube kauft, die braucht man auf jeden Fall. Schaut mal, jetzt ist schon wieder die Portion fast weg. Jetzt lasse ich das einfach mal weiß und tupfe jetzt so ein bisschen hier den Übergang hin. Also immer mal auch den Schwamm drehen, damit nicht so ein gleichmäßiges Muster entstehen kann, weil man ja immer wieder Farbe aufnimmt, abdrückt, also so quasi so ein bisschen so wie so Druck überträgt, also die Farbe so ein bisschen von rechts nach links überträgt und so, deswegen, damit man da nicht immer so ein gleiches Prinzip hat, ruhig mal den Schwamm auch drehen. Sonst entsteht nachher noch so ein Muster oder sowas. Soll ja schön spontan alles sein. Was ich jetzt mache, mache ich auch oft, ist einfacher, einfach mal, dass man die Richtung wechselt und die Leinwand jetzt umdrehe, damit wir hier besser weitermachen können. So möchte ich das, glaube ich, jetzt auch beibehalten. Ich zeige euch das mal von nahem, was da draus geworden ist. Es ist so neblig geworden, ganz weich, ruhige Fläche, dennoch mit Farbspiel drin, so dezent. Man kann diese Fläche einfach mit dem Föhn trocken föhnen. Macht das mal bitte und dann können wir auch direkt weitermachen. Jetzt habe ich mir mehrere Spülschwämme genommen, weil ich jetzt immer jeweils die eine Seite, zweite Seite, eine Seite, zweite Seite, immer die Hälfte des Schwamms mit einer bestimmten Farbe bestücken möchte. Und ich fange einfach mal an mit dem Rostrot. Ich habe jetzt hier meine Farbpalette erweitert. Wir hatten ja am Anfang einfach nur weiß, schwarz und so ein kühles Braun. Jetzt habe ich das kühle Braun nochmal nachgelegt. Ein bisschen schwarz war noch drauf. Dann kommt noch ein warmes Grau dazu, Rostrot, ein heller Rotton, ein Orange und Ockerton hier noch. Und fange aber erstmal an mit Rostrot und lege einfach ordentlich Farbe drauf, so dass wir halt wirklich einen dicken, fetten Fläche mit Farbe haben. Dann gehe ich hin und wische einfach mal so in eine Richtung. Dann nehme ich mir schon die nächste Farbe, bisschen orange, und legt es so halbwegs drüber, dass jetzt so ein Teil davon stehen bleibt und ein Teil ein bisschen mit Orange bedeckt ist. So, dann nehmen wir hier auf den Schwamm schwarz, auch ordentlich Farbe drauf und wischen die hier so ab. Ziehen das ruhig mal so ein bisschen in die Richtung. Dann nehmen wir uns das dunkelbraun und legen das so ein bisschen darüber. Schaut mal. Da sind jetzt ganz grob 4 Farbflächen. Und so mache ich jetzt hier meine abstrakte Form ein bisschen weiter. Nehme wieder mein Rostrot. Das ist vielleicht auch mal eine kleine Lücke hier.
Rot und Orange gleichzeitig auf den Schwamm so ein bisschen drüber ziehen. So. Dann nehme ich den nächsten Schwamm, nehme das Taub, wische das hier so ein bisschen rein, ruhig mal hier so langsam nach da oben wandern, weil wir wollen hier oben irgendwo auskommen. Dann ein bisschen Schwarz dazu, lasst da ruhig ein bisschen die Fantasie spielen oder ihr guckt so ein bisschen, wo ich was hier mache. Versucht das mal nachzubauen. Aber wie gesagt, wenn da irgendwas ein bisschen weiter nach links, nach rechts, nach oben, unten, völlig egal. Das ist auch künstlerische Freiheit, wie man so schön sagt. Ich möchte hier noch ein bisschen Weiß dazwischen legen auch. Schaut mal so. Großzügig hin. Hier noch ein bisschen. Also ruhig die Farbe ordentlich dick auftragen. Ja, dass das nicht so eine ganz dünne Fläche ist, die sofort trocknet. Jetzt haben wir überall Farbe aufgetragen, verschiedene Farbflächen gelegt. Wie ihr seht, sind die so ein bisschen dicker. Man sieht die Pinselstriche und deswegen sieht das auch noch nicht so ganz spontan aus. Und jetzt kommt der große kleine Trick. Das ist ganz normales Butterbrotpapier. Und wir gehen jetzt hin und legen das Butterbrotpapier auf die frische, dicke Farbe. Legen das erstmal leicht ab, ziehen Ring aus, sonst gibt es Kratzspuren und reiben das Butterbrotpapier so ein bisschen ganz vorsichtig in die nasse Farbe und nehmen das wieder ab. Und dann ergeben sich direkt total schöne Effekte. Also das vermischt sich dann so ein bisschen. Das machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Also erstmal in der Mitte nochmal hier drüber gehen. Und dann gehe ich hin und nehme dieses Papier mit dem Abdruck oder auch das erste, wie auch immer, und lege das einfach ab und mache damit einen Abdruck. Ich zeige euch das jetzt mal. Platz machen hier. Schaut mal. Das gibt ganz witzige Effekte, ohne dass man viel können oder machen muss. Das finde ich für einen Anfänger total entspannend. Wir nehmen noch ein drittes Blatt und legen, wir waren ja erst bis zur Mitte vorgedrungen sozusagen, nehmen das letzte Blatt und legen das hier hinten ab. Drehen das einmal um und legen das einfach hier nochmal ab und machen dann mit dem Papier einen witzigen Abdruck. Aber wir können auch hingehen und nochmal irgendwo hier, glaube ich, lege ich das nochmal ab. Auch wenn das jetzt so ein bisschen knickt, ist auch nicht schlimm. Schaut mal, dann gibt es so schöne Überlagerungen. So, das sieht doch ganz cool aus. Ich zeige euch das nochmal. Das ist doch schon ganz schön. Schöne Effekte. Und mit dieser ruhigen, harmonischen Fläche im Hintergrund, das ist doch gut schon gelungen. Ich glaube, ich lege hier nochmal das erste Papierchen ab, weil ich möchte gerne, dass hier oben noch ein bisschen rot ist. Man kann es ja auch immer nur so teilweise hinlegen und dann so einen kleinen Abdruck machen. Schaut mal, so ein bisschen einfach nur. Das fand ich jetzt noch ganz schön da oben.
So, das ist doch ganz cool geworden. Die Farben sind schön, schöne Abdrücke. Guck mal, ob ihr das gut sehen könnt. Schöne Farbkomposition. Jetzt habe ich hier noch ein kleines Werkzeug, und zwar ein ja, so ein Holzspieß. Da möchte ich noch gerne ein paar Effekte in das Bild machen, die ich immer ganz schön finde. Und zwar gehen wir hin und gleiten den Holzspieß so ein bisschen durch die schwarze Farbe, dass da überall vorne so ein bisschen was dran ist. Und fassen den ganz hinten, nicht wie ein Kugelschreiber vorne, sondern fassen den ganz hinten ganz leicht an und ziehen das so ganz spontan mal so durch unsere Fläche und drehen den dabei immer. Ihr seht, dadurch entsteht auch nochmal ein schöner Effekt. Und ihr werdet merken, wenn man mehr Farbe nimmt, wird der auch stärker. Man kann ruhig mal hier so nach außen ziehen auch und den dabei so drehen und mal so Zufallsformen zulassen. Einfach mal hier so. Wirkt das dann noch ein bisschen verspielter. Da kann man auch mal in die nasse Farbe reinkratzen. Also einfach mal mit dem Spieß so ein bisschen rumwandern. Da kann man so schön spontan bei sein. So, für den Anfang würde ich das jetzt erstmal so lassen. Ich würde jetzt hingehen, würde schön mit Grau hier den Rand mit dem Schwamm einmal drumherum arbeiten. Also schwarz, ein bisschen weiß nehmen von dem Taub auch. Man kann da auch so ein bisschen versuchen, das anzugleichen. Das war jetzt ein bisschen zu viel dunkel, so dass das so ein bisschen ähnlich von der Farbe her ist wie unseren Hintergrund vom Anfang. Und wenn man den Schwamm nimmt, so ein bisschen über die Kante hier noch geht, dann hat man sogar hinterher so einen kleinen optischen Rahmen. Ruhig so ein bisschen hier drüber. Schaut mal, wenn man dann einen etwas dunkleren Ton hat, wie der Hintergrund ist, dann hebt sich das auch ein bisschen ab. So ginge auch. Also was immer ganz schön ist, man kann tatsächlich das Bild, wenn es fertig ist, einfach mal so drehen und gucken, ob es einem andersrum, manchmal ist das so, dann sieht es andersrum so richtig noch mehr wow aus. So haben wir es gemalt und so würde ich es jetzt auch einfach lassen. Ja, schön, dass ihr euch auf das Experiment, erstes abstraktes Bild eingelassen habt. Ich freue mich, wenn ihr Freude hattet und ein bisschen was gelernt habt, vielleicht so die erste Hürde zum Malen genommen habt und gemerkt habt, wie leicht es manchmal ist, mit dem richtigen Werkzeug irgendwas zu schaffen oder einfach mal loszulegen und sich darauf einzulassen. Im schlimmsten Fall hat man ein schönes Bild und im besten Fall auch. Nein, aber einfach ausprobieren. Ihr habt gesehen, wie einfach das ist. Mutig sein. Und hier haben wir unser super schönes, fertiges Bild. Schöne Farbtöne, schöne Effekte drin. Einfach so trocknen lassen. Hier sind ja so ein paar dickere Stellen dabei. Einfach trocknen lassen. Dann viel Spaß beim Aufhängen.